Ich erkunde jetzt seit 3 Wochen Bali und die umliegenden Inseln, doch es kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Ich bin in den Süden von Bali mit dem Roller abgefahren und habe dort die balinesische Kultur kennengelernt. Auf Nusa Penida bin ich mit Schildkröten getaucht, habe wunderschöne Strände gesehen und dabei leider meine Drohne gecrasht. Auf Lombok bin ich viel gesurft und habe gesehen, wie die Menschen auf dem Land leben. Ich habe Freunde gefunden, einen Tropensturm überstanden und Zeit mit den Locals verbracht. Doch während ich mich auf den Weg in den Norden von Bali mache, ist mir nicht klar, dass das größte Abenteuer meiner Reise noch vor mir liegt. Das ist Bali, wie ich es erlebt habe. Teil 3. Ganz kurzer Fit-Check. Ich habe noch einen zweiten Rucksack, den packe ich hier vorne drauf. Aber da steht gerade meine Kamera drauf. Pulli, Rumor Projects. Ich glaube, ich bin ready to go. Oh no. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob mir die Region um die Stadt Ubud gefallen würde, denn sie liegt im Herzen der Insel, weit weg vom Meer. Doch es dauert nicht lange, bis sich meine Zweifel in Luft auflösen. Tropischer Regenwald, prunkvolle Paläste und grüne Reisterrassen machen diesen Ort einzigartig. Das belebte Zentrum der Stadt mit seinen pflanzenbewachsenen Gebäuden ist eine artistische Oase. Überall wird Kunst hergestellt oder verkauft und die Liebe zum kreativen Detail spiegelt sich sogar im Essen wider. Ich wandere hier durch die Reisfelder und ich muss sagen, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Es ist wirklich so schön. Ich wurde direkt am Eingang abgefangen, um Bilder auf einer dieser Swings zu machen. Die stehen hier überall. Ich kam mir richtig blöd vor. Die machen da so einen richtigen Zirkus draus. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber die schreien die ganze Zeit, während sie dich anschieben. Überall stehen diese Props, diese knallbunten Kleider, in denen man dann Bilder machen kann. Und ich meine, am Ende, die Bilder schauen cool aus, keine Frage. Aber ich finde, es nimmt dem Ort hier so ein bisschen die Magie. Noch dazu ist es unfassbar heiß. Ich glaube, ich suche mir jetzt gleich mal ein schattiges Plätzchen und was zu essen und genieße den Ausblick hier noch ein bisschen. Ich würde mich weder als introvertiert noch als extrovertiert beschreiben. Viel eher bewege ich mich auf dem Spektrum hin und her. Mir fällt es meistens leicht, auf Leute zuzugehen, aber es gibt auch Tage, an denen mir das wie die schwerste Aufgabe der Welt vorkommt. Doch wenn mir diese Reise eines gelehrt hat, dann, dass ich den richtigen Menschen begegne, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich habe den ganzen Nachmittag am Pool verbracht und habe eigentlich ein bisschen die Zeit für mich genossen, bis irgendwann eine Gruppe von ungefähr 10 Leuten dazugekommen ist. Wir haben uns super verstanden und ich wurde eingeladen zu einer Nachtwanderung auf einen Vulkan. Ich habe natürlich ja gesagt. Warum, weiß kein Mensch. Es ist 1 Uhr nachts, um 3 geht's los. Das heißt, ich schlafe jetzt 2 Stunden und wir sehen uns dann in der Früh. Und so mache ich mich mitten in der Nacht auf, um mit einer Gruppe Fremder die 1717 Meter hohe Spitze des Mount Batur zu erklimmen.
Man könnte meinen, so langsam hätte ich alles gesehen. Doch mir fehlen noch 2 wichtige Punkte auf meiner Bucketlist. Denn keine Bali-Reise ist wirklich komplett ohne einen Besuch bei einem Wasserfall und bei einem alten Tempel. Kaum habe ich sie kennengelernt, ist es schon wieder Zeit, mich von meinen neuen Freunden zu verabschieden. Ich verbringe meinen letzten Abend in Ubud alleine und stoße irgendwo zwischen Hügel und Reisterrassen auf einen unglaublichen Ort. Es ist, als wäre ich in einem Märchenbuch gelandet. Ein Abendessen in einer fernen und magischen Welt. Weil es mir in Ubud so gut gefallen hat, beschließe ich, noch weiter ins Innere der Insel zu ziehen, weg von den Touristenmassen und den lauten Städten. Der letzte Stopp meiner Reise ist Sidemen, ein friedlicher Ort, inmitten beeindruckender Natur, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Das waren 4 Wochen in Bali und ich habe wohl nur einen Bruchteil von dem gesehen, was dieser Ort zu bieten hat. Aber wie ein Freund von mir immer sagt, das ist ein guter Grund, um wiederzukommen.